Ihre Stimme klang selbstbewusst, fast schon frech. Vor den Kameras stand sie aufrecht und hielt den Blick fest. Maria Fernanda Bonilla Aquila, die Hauptverdächtige in diesem tragischen Fall, versicherte allen, dass sie die Wahrheit auf ihrer Seite habe. Sie forderte, dass das Gericht ihre Handlungen als Tat in einem Zustand starker emotionaler Anspannung und nicht als kaltblütiges Verbrechen betrachten solle. Aber eine kürzlich aufgetauchte Audioaufnahme stellte jedes ihrer Worte in Frage. Diese Geschichte begann im Schatten der tropischen Wälder Guatemalas, wo die 21-jährige Melissa für immer aus dem Leben verschwand. Sie kam nicht zu der Feier, zu der sie gehen wollte. Sie ging nicht ans Telefon. Sie verschwand und hinterließ nur Angst, Furcht und Verzweiflung in den Augen ihrer Mutter, die sich von einer Polizistin in eine Frau verwandelte, die verzweifelt nach ihrer Tochter suchte. Die Leiche wurde am nächsten Morgen gefunden. Zwischen Ästen und trockenen Blättern, in einer Stille, die nur von den Geräuschen der Natur durchbrochen wurde, lag Melissa, mit Spuren eines Kampfes, Haarsträhnen und einem Ast in ihrer Hand. All dies deutete darauf hin, dass sie bis zum Schluss versucht hatte, sich zu wehren. Diese Geschichte war nicht nur ein weiterer Fall. Sie war ein Schrei, der den Lärm der Gleichgültigkeit durchbrach. Und nun muss die Justiz auf diesen Schrei reagieren. Melissa Alejandra Palacios Chacón wurde am 15. November 1999 in der kleinen Stadt San Jorge im Departement Zacapulas in Guatemala geboren. In dieser ruhigen Ecke wuchs sie zusammen mit ihren Brüdern und ihrer Mutter Anabela Chacón auf, einer strengen, aber gerechten Frau, die bei der nationalen Zivilpolizei arbeitete. Melissa zeigte schon früh einen lebhaften Charakter. Sie war ehrgeizig und charismatisch. Sie verband geschickt Zärtlichkeit und Stärke in sich. Ihr Bruder war für sie mehr als nur ein Verwandter. Er ersetzte ihr ihren Vater. Ihre Angehörigen beschrieben sie als verantwortungsbewusst, bescheiden und zielstrebig. Melissa träumte davon, Wirtschaftsprüferin zu werden. Das war nicht nur ein Wunsch, sondern ein klarer Lebensplan. Nach dem Schulabschluss begann sie ein technisches Studium und hatte bereits die ersten Schritte zum Erwerb eines vollwertigen Diploms unternommen. Doch am 4. Juli 2021 kam alles zu einem abrupten Ende. Am Morgen dieses Tages teilte sie ihrer Mutter mit, dass sie am Abend zur Geburtstagsfeier ihrer Freundin Cecilia gehen würde. Die Zeit verging, die Sonne neigte sich dem Untergang zu, aber Melissa kam nicht zurück. Ihr Telefon war ausgeschaltet. Das war ungewöhnlich, denn sie blieb immer in Kontakt. Gegen 17 Uhr sprach die besorgte Mutter mit Daniela, einer ihrer Töchter. Diese erzählte ihr, dass Melissa eine Sprachnachricht geschickt hatte. Sie und ihre Freundin seien in einer anderen Stadt. Das Auto habe eine Panne, aber sie wollten trotzdem zur Feier fahren. Die Mutter rief sofort Cecilia an, erhielt jedoch eine unerwartete Antwort. Melissa war nicht gekommen. Das war ein echtes Alarmsignal. Die junge Frau verschwand nicht spurlos und brach keine Versprechen. Anabella verschwendete keine Zeit, begab sich zur nächsten Polizeidienststelle und meldete sie als vermisst. Das Isabel-Claudina-System, ein Mechanismus, der in Guatemala bei dem Verschwinden von Frauen zum Einsatz kommt, wurde aktiviert. In den folgenden Stunden verbreitete sich ihr Foto in den Nachrichten und sozialen Netzwerken. Anabella suchte persönlich Krankenhäuser und Leichenhallen auf, um irgendwelche Hinweise zu finden. Es gab keine Antworten. Verzweifelt rief sie erneut Cecilia an. Diese wiederholte dasselbe. Die junge Frau war nicht gekommen. Und dann, am nächsten Morgen, kam eine Nachricht von örtlichen Holzsammlern. In einem Waldgebiet hatten sie die Leiche einer jungen Frau gefunden. Als die Polizei am Tatort eintraf, gab es keinen Zweifel mehr. Es war Melissa. Ihr Leben endete im Alter von 21 Jahren. Ihr Körper wies Spuren von Gewalt auf. In ihren Händen hielt sie fest einen Ast und einen Stein. Möglicherweise waren dies ihre letzten Mittel zur Verteidigung gewesen. In der Nähe wurden Haarsträhnen gefunden, die darauf hindeuteten, dass sie gewaltsam an diesen Ort gebracht worden war. Es war offensichtlich, dass sie sich gewehrt hatte, aber allein gegen das Böse zu kämpfen ist zu schwer. Ihre Familie war in tiefer Trauer. Es kam zu einer öffentlichen Resonanz. Die Menschen forderten Gerechtigkeit. Das grausame Schicksal von Melissa durfte nicht im Dunkeln bleiben. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass Melissa an einer Kopfverletzung starb, die durch Schläge mit Steinen verursacht wurde. Sie bestätigten auch, dass es keine Anzeichen für eine aggressive Belästigung gab. Die Ergebnisse der Autopsie deuteten darauf hin, dass es sich um ein brutales Verbrechen handelte. Zusätzlich wurde eine charakteristische Spur um den Hals festgestellt,
die darauf hindeutete, dass sie vor den Schlägen mit einem Seil stranguliert worden war. Die Berichte der Experten betonten die besondere Grausamkeit der Tat und deuteten auf die mögliche Beteiligung von mehr als einer Person hin. Dies verstärkte die Resonanz nur noch und erhöhte die Spannung im Kampf der Familie um Gerechtigkeit. Die Staatsanwaltschaft für Frauenangelegenheiten schaltete sich umgehend in die Ermittlungen ein. Eine der ersten Aufgaben bestand darin, das Privatleben von Melissa zu untersuchen. Die Ermittler befragten ihre Familie, um herauszufinden, ob sie eine romantische Beziehung hatte, aber ihre Angehörigen versicherten, dass sie weder einen Freund noch eine ernsthafte Beziehung hatte. Es wurde auch die Vermutung geprüft, ob die Tätigkeit von Annabella, Melissas Mutter, als Polizistin zu irgendwelchen Drohungen geführt haben könnte. Diese gab jedoch an, dass sie in ihrem beruflichen Umfeld nie auf Feindseligkeiten gestoßen sei. Ein weiterer Ermittlungsansatz konzentrierte sich auf die Möglichkeit, dass jemand Melissa aufgelauert haben könnte, als sie allein war und sie ihrer Freiheit beraubt hat. Ein wichtiger Anhaltspunkt war eine Sprachnachricht, die Melissa ihrer Schwester geschickt hatte. Darin sagte sie, dass sie mit einer Freundin zusammen sei. Dies veranlasste die Polizei, sich mit dem Freundeskreis der jungen Frau zu befassen. Mit Hilfe von Spezialisten konnten die Angehörigen die letzten Telefonkontakte von Melissa zurückverfolgen. So stellte sich heraus, dass die letzte Person, mit der sie gesprochen hatte, die 20-jährige Maria Fernanda Banilla Archila war. Die Ermittler wandten sich sofort an Melissas Angehörige, um herauszufinden, wer diese Frau war. Es stellte sich heraus, dass sie eine Freundin aus Melissas Kindheit war, mit der sie in derselben Klasse gelernt hatte. Allerdings hatten sie, wie Maria Fernanda selbst behauptete, in letzter Zeit kaum Kontakt gehabt. Danach richtete sich die Aufmerksamkeit der Polizei auf Maria Fernanda. Es galt herauszufinden, wie eng ihre Beziehung war und inwiefern sie mit den Geschehnissen in Verbindung stehen könnte. Melissas Schwester Daniela erinnerte sich, dass sie, als sie in der Nachricht von ihrer Freundin hörte, begann, alle Bekannten anzurufen, darunter auch Maria Fernanda. Damals sagte die junge Frau, dass sie Melissa seit über einem Jahr nicht mehr gesehen habe. Doch kurz nach diesem Versuch, Kontakt aufzunehmen, begann Maria Fernanda aktiv mit anderen Familienmitgliedern in Kontakt zu treten. Sie zeigte sich besorgt über Melissas Verschwinden und bot sogar ihre Hilfe an. Angeblich stand ihnen ein Hubschrauber zur Verfügung und sie war als Pilotin bereit, ihn für die Suche einzusetzen. Ihr Verhalten wirkte mitfühlend und aufrichtig, insbesondere in dieser Krisensituation. In Wirklichkeit war jedoch alles anders. Die Ermittlungen ergaben, dass Melissa tatsächlich das Haus verlassen hatte, um sich mit Maria Fernanda zu treffen. Eine Überwachungskamera an der Fassade einer medizinischen Klinik zeichnete den Moment auf, als die junge Frau in ein dunkles Auto stieg, das von Maria Fernanda gefahren wurde. Mit ihr im Auto saß ein Mann. Später wurde er als José Luis Marroquín Valle, 27 Jahre alt, identifiziert. Das Auto wurde über Sicherheitskameras verfolgt. Es fuhr tatsächlich zu genau dem Ort, an dem später Melissas Leiche gefunden wurde. Die Situation wurde noch beunruhigender, als sich herausstellte, dass Maria und ihr Begleiter in den Wald gefahren waren, wo vermutlich das Verbrechen begangen worden war. Während der Ermittlungen kam eine überraschende Tatsache ans Licht. Es war nicht das erste Mal, dass der Name Maria Fernanda in den Kriminalberichten auftauchte. Im September 2020 wurde sie selbst Opfer eines bewaffneten Überfalls. Sie war in der Gegend nicht nur als bekannte Persönlichkeit bekannt, sondern auch als Tochter einer ehemaligen Bürgermeisterkandidatin einer Gemeinde in Zacapa. Maria war als Mensch mit einem ausgeprägten Charakter bekannt. Sie betonte oft ihre Unabhängigkeit und sagte, dass sie stolz auf ihre Entschlossenheit sei. Die Öffentlichkeit verfolgte ihr Leben aufmerksam, auch dank ihrer Verbindungen und ihrer Aktivitäten im öffentlichen Leben. Maria Fernanda war in ihrer Gemeinde als jemand bekannt, der an Luftrettungseinsätzen teilnahm und wurde von vielen als Symbol für Stärke und Unabhängigkeit angesehen. Es gab jedoch auch andere Meinungen. Sie galt als Mensch mit einer doppelten Persönlichkeit, äußerlich freundlich, aber innerlich mit einer dunklen Seite. Hinter dem von ihr geschaffenen Bild einer mutigen und starken Frau verbarg sich ein komplexerer und ambivalenterer Charakter. Und in diesem Moment musste die Untersuchung die wichtigste Frage beantworten: Warum hätte Maria sich zu so etwas gegenüber Melissa entschließen können, wenn sie angeblich schon lange keinen Kontakt mehr hatten? Die gesammelten Beweise deuteten darauf hin, dass ihre Beziehung viel angespannter war als nur eine Freundschaft. Obwohl sie sich seit ihrer Kindheit kannten,
berichteten Melissas Verwandte, dass diese Freundschaft zwanghaft und unterdrückend gewesen sei. Ihren Aussagen zufolge versuchte Maria, Melissa zu kontrollieren, und wahrscheinlich kam es zwischen ihnen zu einem Konflikt, der die Ursache für die Tragödie gewesen sein könnte. Die Strafverfolgungsbehörden setzten verschiedene Methoden ein, darunter die Analyse von Profilen in sozialen Netzwerken und die Überprüfung von Melissas persönlicher Korrespondenz. Außerdem wurde eine Gruppe zur Untersuchung von Internetkriminalität hinzugezogen, um weitere Beweise zu sammeln und die Beweislage zu stärken. Bald nahm der Fall eine noch düsterere Wendung. Es stellte sich heraus, dass das Verbrechen im Voraus geplant war. Nach Angaben der Ermittler begannen die Vorbereitungen dafür bereits einige Wochen vor dem Vorfall. Die letzten Nachrichten von Melissa standen, wie sich herausstellte, in engem Zusammenhang mit der Korrespondenz zwischen Maria Fernanda und José Luis. Ihr Inhalt deutete darauf hin, dass die Handlungen vorsätzlich und sorgfältig geplant waren. Diese Entdeckung schockierte Melissas Familie. Sie mussten schmerzlich erkennen, dass das Geschehene kein Zufall war, sondern eine bewusste und kaltherzige Entscheidung. Melissas Beerdigung fand unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Dutzende Menschen kamen, um Abschied zu nehmen und ihre Solidarität zu bekunden. Die Menschen hielten Transparente mit Aufrufen zur Gerechtigkeit in den Händen. Die allgemeine Stimmung war von Trauer, Schmerz und der Forderung nach Bestrafung der Schuldigen geprägt. Auf den Gesichtern der Anwesenden war die Wut über das Geschehene zu lesen. Verwandte und Freunde trugen weiße T-Shirts mit Aufschriften und ließen weiße Luftballons in den Himmel steigen. Dies wurde zum Symbol des Abschieds und gleichzeitig zum Protest. Sie verabschiedeten sich nicht nur von Melissa, sondern forderten auch, dass ihre Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Für die Angehörigen hörte der Verlust keine Minute auf, und der langsame Fortschritt der Ermittlungen verstärkte nur die Angst, dass die Verdächtigen aus dem Land fliehen könnten. In ihrer Verzweiflung begann die Familie, Fotos und Namen der Verdächtigen in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Trotz der Warnung der Behörden, dass solche Maßnahmen den Verlauf der Ermittlungen beeinträchtigen könnten, gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine offiziellen Informationen über den Aufenthaltsort der Verdächtigen. Dank der Zusammenarbeit der Familie mit der Staatsanwaltschaft und der aktiven Ermittlungen gelang es jedoch, eine Spur zu finden. Die Verdächtigen versuchten, ins Ausland zu fliehen. Am 25. August 2021 wurden Maria Fernanda und José Luis in einer anderen Region Guatemalas, in San Lucas Zacatepeques, festgenommen. Bei ihrer Festnahme versuchte Maria sich zu rechtfertigen, indem sie behauptete, sie habe sich nicht versteckt, sondern sei aus beruflichen Gründen dort gewesen, die mit ihrer Tätigkeit als Pilotin zusammenhingen. Trotzdem blieb ihr Verhalten hart. Sie weigerte sich, Fragen zu beantworten und erklärte, dass sie nur vor Gericht sprechen werde. Die Ermittlungen ergaben, dass mehrere Personen an der Straftat beteiligt waren. Als Maria angeklagt wurde, vermied sie jegliche Erklärung, aber die gesammelten Beweise und die Schlussfolgerungen der Experten deuteten auf ihre direkte Beteiligung hin. 2 Wochen später, am 9. September desselben Jahres, wurden beide Festgenommenen offiziell wegen eines Verbrechens im Zusammenhang mit einem Angriff auf eine Frau angeklagt. Das Gericht ordnete eine 3-monatige Untersuchungshaft an, während die Ermittlungen fortgesetzt wurden. Anfang 2025 war die Lage im Fall Melissa weiterhin angespannt. Im Februar beschloss der oberste Gerichtshof von Guatemala, dem ersten Richter in diesem Fall die Immunität zu entziehen, nachdem bekannt wurde, dass er die Tatbestandsmerkmale der Angeklagten geändert und die Anklagepunkte abgeschwächt hatte. Melissas Familie machte auch auf die Privilegien aufmerksam, die Maria im Gefängnis gewährt wurden. Ihren Angaben zufolge hatte sie Zugang zu einem privaten Fahrzeug, Reinigungskräften, einer Küche und Mobiltelefonen. Im April lehnte der neue Richter den Antrag von Melissas Mutter ab, die Straftat in einen schwereren Tatbestand umzuwandeln. Dies führte zu neuen Zweifeln an der Unparteilichkeit. Die Angehörigen behaupteten, dass sie Verwandte von Maria Fernanda gesehen hätten, die nachts und an Wochenenden das Gericht besuchten. Es gab Berichte über verdächtige Personen, die in der Nähe des Gerichtsgebäudes Wache standen, weshalb die Familie forderte, den Fall an ein Gericht mit höherer Schutzstufe zu verweisen. Die Entscheidung, ob der Fall zur Verhandlung an ein Gericht verwiesen werden sollte, blieb in der Schwebe. Im August wurde ein Verwaltungsverfahren gegen den ersten Richter eingeleitet. Es wurde geprüft, ob Maria oder ihr Umfeld Bestechungsgelder gezahlt hatten. Im gleichen Zeitraum versuchte die Staatsanwaltschaft,
die Frau wegen illegaler Nutzung von Kommunikationsmitteln in Haftanstalten vor Gericht zu stellen, aber sie erschien unter Berufung auf ihr Unwohlsein nicht zur Verhandlung. Die Ermittlungen verzögerten sich erneut aufgrund rechtlicher Verfahren. In der Zwischenzeit organisierten Verwandte und Freunde von Melissa Straßenaktionen, um Gerechtigkeit zu fordern. Die Staatsanwaltschaft beantragte außerdem die Verweisung des Falles an ein Sondergericht und verwies dabei auf Drohungen und Voreingenommenheit. Doch im Januar 2025 lehnte das Gericht diesen Antrag ab. Die Verteidigung schlug vor, im Gegenzug für eine Strafminderung ein Schuldbekenntnis abzugeben, gab diese Strategie jedoch später auf. Die letzten Informationen zu diesem Fall gingen am 12. März 2025 ein. An diesem Tag sollte die Vorverhandlung stattfinden. Die Sitzung musste jedoch verschoben werden. Die Vertreter der Familie beantragten die Ablehnung des Richters, da dieser das Verfahren fortsetzte, obwohl die Verteidigung das Schuldbekenntnis abgelehnt hatte. Das Gesetz sah vor, dass sich der Richter in diesem Fall für befangen erklären musste. Die Ablehnung wurde teilweise stattgegeben und es wurde beschlossen, dass ein anderer Richter derselben Instanz in den nächsten Tagen eine Sitzung abhalten könne, um die Möglichkeit einer Freilassung der Angeklagten zu prüfen. Maria, die zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt war, wurde unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen zum Gericht gebracht. Neben der Polizei wurde sie von einem privaten Sicherheitsdienst begleitet. Sie trug eine Schutzweste und ihr Aussehen zeugte von Entschlossenheit. Sie behauptete, dass sie das Verbrechen nicht vorsätzlich begangen habe, sondern in einem Zustand starker emotionaler Erregung gehandelt habe. Ihren Angaben zufolge war sie bereit, die Verantwortung zu übernehmen, hielt ihre Handlungen jedoch nicht für schwerwiegend. Sie zeigte kein Verständnis dafür, warum Melissas Verwandte befürchteten, dass sie freigelassen werden könnte. Maria Fernanda zufolge begegnete sie der Justiz gelassen, war voller Glauben und Zuversicht und glaubte, dass Gott ihr Kraft gegeben habe. Sie behauptete, dass sie bereit sei, die Konsequenzen ihres Handelns zu tragen und sich nicht für gefährlich halte. Außerdem sagte sie, dass sie in Rechtsstreitigkeiten mit Melissas Familie angeblich nie verloren habe, einschließlich des Verfahrens vor dem Verfassungsgericht. Die Frau erklärte eindeutig, dass sie sich nicht schuldig bekenne. Einige Tage später jedoch wurde den Ermittlern eine neue Audiodatei zur Verfügung gestellt. Die Aufnahme, die kurz vor der Tat gemacht worden war, wurde als authentisch bestätigt. Angesichts dieser Beweise forderte die Institution, die die Interessen der Familie der Polizistin vertritt, eine Überprüfung des Falls und eine erneute Anklage nach einem schwereren Tatbestand. Insbesondere die Audioaufnahme und der Schriftverkehr zwischen den Angeklagten deuteten darauf hin, dass das Verbrechen im Voraus geplant worden war. Eine Audioaufnahme, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt, Aussagen, die aus dem Protokoll verschwunden sind. Ein Richter, der in letzter Minute ausgewechselt wurde. Fast 4 Jahre sind vergangen seit dem Abend, an dem Melissa das Haus verließ und nie wieder zurückkehrte. Die Schuldigen wurden ermittelt, ihre Gesichter sind in allen Nachrichten zu sehen. Ihre Namen sind in aller Munde, aber sie sind immer noch nicht verurteilt. Sie kämpfte bis zu ihrem letzten Atemzug für sich selbst, für ihr Leben, dafür gehört zu werden. Und heute kämpft ihre Familie dafür, dass dieser Schrei nicht vom System übertönt wird. Wenn Gerechtigkeit zu einem Geschäft wird und Beweise zu einer Tauschwährung, stellt sich die Frage, auf wessen Seite wird sich das Gericht stellen? Und wenn die Freundin, die Melissa seit ihrer Kindheit kannte, tatsächlich den Mord geplant hat, was war dann das wahre Motiv? Neid, Besessenheit oder etwas, das bisher noch niemand zu sagen wagte? Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, aber eines ist klar, jemand will unbedingt verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und das Schlimmste steht vielleicht noch bevor. Melissas Familie kämpft weiter für die Wahrheit. Nach so vielen Jahren hoffen sie immer noch, dass die Gerechtigkeit siegen wird und beide Verdächtigen ihre verdiente Strafe erhalten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.